Die Einkaufsliste? Hallo Ben, ich habe heute Morgen in den Kühlschrank geschaut. Fast alles ist leer, wir brauchen dringend viele Sachen. Ja, das stimmt. Gestern wollte ich ein Brot machen, aber es gab weder Käse noch Butter. Wir sollten eine große Einkaufsliste schreiben. Genau, fangen wir mit dem Frühstück an. 2 Brote, Butter, Milch und 10 Eier. Ohne diese Sachen können wir morgens fast nichts essen. Schreib auch Käse auf. Ich mag Gouda, aber Mozzarella ist auch gut für Salat oder Pizza. Eine Packung Schinken wäre auch praktisch. Okay, alles notiert. Jetzt Obst. 1 Kilo Äpfel, 1 Kilo Bananen und ein Netz Orangen. Obst brauchen wir jeden Tag. Vielleicht auch Trauben, die sind diese Woche günstig. Und beim Gemüse brauchen wir Tomaten, Gurken, Kartoffeln und Zwiebeln. Ja, das passt. Dazu noch 3 Paprika und ein Bund Karotten. Dann haben wir genug Gemüse für Salat und Suppe. Gut, Getränke sind auch wichtig. Wir brauchen 2 Flaschen Mineralwasser und eine Flasche Orangensaft. Kaffee ist fast leer, also kaufen wir eine neue Packung. Ich nehme auch eine Packung grünen Tee und vielleicht etwas Süßes, eine Tafel Schokolade und eine Packung Kekse. Ja, warum nicht? Außerdem Nudeln und Reis, das geht immer schnell weg. Schreib bitte auch eine Flasche Olivenöl auf. In Ordnung. Salz, Zucker und 4 Becher Naturjoghurt kommen auch noch dazu. Das essen wir gern am Morgen mit Obst. Vielleicht auch 2 Dosen Thunfisch, wenn wir einmal keine Zeit zum Kochen haben. Für den Abend könnten wir eine Tiefkühlpizza kaufen. Sehr gute Idee. Ich lese alles kurz vor. Brot, Butter, Milch, Eier, Käse, Mozzarella, Schinken, Äpfel, Bananen, Orangen, Trauben, Tomaten, Gurken, Kartoffeln, Zwiebeln, Paprika, Karotten, Wasser, Saft, Kaffee, Tee, Schokolade, Kekse, Nudeln, Reis, Olivenöl, Salz, Zucker, Joghurt, Thunfisch und Pizza. Perfekt, das ist eine lange Liste, aber damit haben wir alles für die Woche. Morgen früh gehen wir einkaufen, wenn es noch nicht so voll ist. Ja, so machen wir es. Dann haben wir endlich wieder einen vollen Kühlschrank. Im Elektronikgeschäft? Guten Tag, ich suche heute ein neues Handy, weil mein altes schon sehr langsam ist und der Akku nicht mehr lange hält. Können Sie mir bitte zeigen, welche Modelle Sie haben und mir auch gleich die Preise nennen, damit ich vergleichen kann? Guten Tag, natürlich, ich helfe Ihnen gern. Wir haben hier zum Beispiel dieses Smartphone von Samsung, das sehr beliebt ist. Es hat ein großes Display, eine gute Kamera und viel Speicherplatz. Der Preis liegt bei 299 € und im Moment gibt es sogar ein Sonderangebot mit einer kostenlosen Schutzhülle. Das klingt interessant, aber ich habe gehört, dass auch die iPhones sehr gut sind. Ich benutze mein Handy viel für Fotos und Videos. Können Sie mir sagen, wie viel ein iPhone hier kostet und ob es verschiedene Modelle gibt? Ja, wir haben mehrere iPhone-Modelle. Das iPhone SE ist das günstigste, es kostet 499 €. Es hat eine gute Kamera und ist klein und handlich. Dann gibt es das iPhone 14, das ist natürlich moderner, größer und schneller. Der Preis für das iPhone 14 liegt bei 999 €. Viele Kunden entscheiden sich für dieses Modell, weil die Kameraqualität wirklich hervorragend ist. Ja, wir haben mehrere iPhone-Modelle. Das iPhone SE ist das günstigste, es kostet 499 €. Es hat eine gute Kamera und ist klein und handlich. Dann gibt es das iPhone 14, das ist natürlich moderner, größer und schneller. Der Preis für das iPhone 14 liegt bei 999 €. Viele Kunden entscheiden sich für dieses Modell, weil die Kameraqualität wirklich hervorragend ist.
Sehr gerne. Hier haben wir einen Laptop von Lenovo, der besonders für einfache Arbeiten wie Surfen, Filme und Büro geeignet ist. Er kostet 449 Euro. Wenn Sie etwas Schnelleres möchten, haben wir auch ein Modell von HP für 699 Euro mit mehr Speicher und einer besseren Grafikkarte. Danke, das hilft mir schon sehr. Ich möchte die Preise noch ein bisschen vergleichen und darüber nachdenken. Vielleicht komme ich morgen wieder und entscheide mich dann. Das ist gar kein Problem. Nehmen Sie sich Zeit, es ist wichtig, die richtige Entscheidung zu treffen. Wenn Sie morgen oder später zurückkommen, helfe ich Ihnen gerne wieder und beantworte alle Ihre Fragen. Vielen Dank für die freundliche Beratung und die ausführlichen Informationen. Einen schönen Tag noch. Sehr gern. Ihnen auch einen schönen Tag und viel Erfolg bei Ihrer Entscheidung. Auf Wiedersehen. An der Kasse im Supermarkt. Guten Tag, ich habe hier meinen Einkaufswagen mit vielen Lebensmitteln. Ich habe Brot, Milch, Käse, Gemüse und auch etwas Obst eingepackt. Außerdem habe ich noch ein paar Getränke, eine Packung Nudeln und etwas Schokolade genommen. Können Sie mir bitte sagen, wie viel alles zusammen kostet, wenn Sie es gleich scannen? Guten Tag. Ja, sehr gerne. Ich scanne alles für Sie. Auch das Brot kostet 2 Euro, die Milch kostet 1,50 Euro. Der Käse ist im Angebot und kostet nur 3 Euro. Die Tomaten und Gurken kosten zusammen 4 Euro, die Äpfel 3 Euro. Dazu haben Sie noch Wasser für 5 Euro, Nudeln für 2 Euro und die Schokolade für 2,50 Euro. Zusammen macht das genau 23 Euro. Möchten Sie vielleicht noch eine Tüte dazu kaufen? Vielen Dank für die genaue Rechnung. Ich überlege gerade, ob ich eine Tüte brauche, weil ich meinen Rucksack dabei habe. Aber ich denke, ich nehme doch eine Tüte, weil ich viele Sachen gekauft habe und es wahrscheinlich schwer wird. Wie viel kostet die Tüte? Die Tüte kostet nur 30 Cent. Sie ist stabil und groß genug für Ihre Einkäufe. Auch mit der Tüte zusammen sind es 23 Euro und 30 Cent. Sie können bei uns bar oder mit Karte bezahlen, ganz wie Sie möchten. Gut, dann bezahle ich heute lieber mit Karte, weil ich nicht so viel Bargeld dabei habe. Es ist für mich einfacher und schneller, die Karte zu benutzen. Soll ich die Karte einfach hier auf das Gerät legen oder durchziehen? Ja, Sie können die Karte einfach auf das Gerät legen. Es geht kontaktlos. Danach müssen Sie nur kurz warten, bis das Signal kommt. Wenn es piept, ist die Zahlung abgeschlossen. Bitte halten Sie die Karte jetzt an das Gerät. Alles klar, ich halte die Karte dran. Ah, ich höre das Piepen. Auch hat es geklappt. Bekomme ich bitte auch den Kassenzettel, damit ich zu Hause nachsehen kann, was ich bezahlt habe? Ja, natürlich. Hier ist Ihr Kassenzettel. Darauf finden Sie alle Produkte mit den Preisen, die Mehrwertsteuer und den Gesamtbetrag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Freude mit Ihren Einkäufen. Vielen Dank für die freundliche Hilfe und die schnelle Bedienung. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Sehr gerne. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Der Kassenzettel? Ich brauche den Kassenzettel, weil ich die Ware vielleicht zurückgeben möchte. Können Sie mir bitte den Kassenzettel geben, damit ich alles zu Hause kontrollieren kann? Kontaktlos. Sie können hier ganz einfach kontaktlos mit Ihrer Karte bezahlen. Viele Kunden finden es praktisch, kontaktlos mit dem Handy zu zahlen. Der Betrag für alle Einkäufe ist heute 23,30 Euro. Bitte kontrollieren Sie den Betrag, bevor Sie mit Karte bezahlen. Die Tüte. Möchten Sie eine Tüte kaufen oder haben Sie Ihre eigene Tasche dabei? Diese Tüte ist sehr stabil. Sie können viele Lebensmittel hineintun.
Das Angebot: Heute ist der Käse im Angebot. Er kostet nur die Hälfte. Viele Leute kaufen gern Produkte, wenn sie im Angebot sind.